So, es ist 20 nach 4 und ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen auf den Watzmann. Ich bin jetzt noch hier unten im Tal, gleich in der Nähe vom Königssee. Und ich habe die Hoffnung, dass man bei der Watzmann Mittelspitze einen Exit für einen Wingsuit findet. Ich habe so ein bisschen im Internet recherchiert, ich habe es zumindest probiert und ich habe so meine Hoffnung, aber wirklich sagen kann man es immer erst, wenn man dort ist. Aber ich nehme natürlich jetzt alles mit, Wingsuit, Fallschirm, und dann schauen wir mal, wie das wird. Es sind so um die 2000 Höhenmeter, die auch der Flug wären. Also das wäre einer der längsten Flüge, die ich überhaupt gemacht habe. Und das in Deutschland. Wahnsinn, was es nicht alles gibt hier. Und ja, ich habe gar nicht mal so viel Bock auf die Wanderung. Steckt noch der gestrige Tag ein bisschen in den Knochen, wo ich am Klettern war. 16 Seillängen, aber hilft ja nichts. Es ist noch gutes Wetter. Am Nachmittag kommt der Wetterumschwung. Das heißt, wie immer hat man ein bisschen Druck von dem Wetter. Aber ich denke, nachdem ich früh dran bin, sollte das ganz gut hinhauen. Es dämmert langsam. So nach knapp 1,5 Stunden bin ich schon bei der Kühreund-Alm. Ging schon gut bergauf, aber ist, glaube ich, eher so ein Drittel von den Höhenmetern. Aber es ist richtig schön hier. Also diese Stille, okay, jetzt fliegt hinter mir gerade ein Flugzeug, aber bevor das gekommen ist, war es richtig schön ruhig und friedlich. Und die Sonne geht noch nicht auf, aber es dämmert eben schon. Das ist ein richtig schöner Ausblick hier. Jetzt stehe ich da. Ich mache mir ein bisschen Sorgen ums Wetter. Da oben ziehen schon gut die Wolken durch. Eigentlich soll es sonnig sein und dann ab Mittwoch regnen oder so. Aber wenn es jetzt schon anfängt, dann wäre das schlecht, weil ich brauche schon noch vermutlich 3 Stunden zum Gipfel, vielleicht auch mehr. Das ist eine optimistische Schätzung. Ich bin jetzt unterm Watzmannhaus, wie man sieht, die Sonne geht langsam auf. Ja, es bleibt spannend. Ich hoffe, das Wetter beruhigt sich mit dem Sonnenaufgang ein bisschen. Ich bin jetzt hier am Watzmannhaus. Es ist 6:15. Also eigentlich liege ich gut in der Zeit, aber das Wetter ist viel schlechter als erhofft. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich überhaupt weitergehe, aber wahrscheinlich werde ich schon hochgehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Bedingungen so gut sein werden. Entweder es regnet oder es ist zu viel Wind. Aber vielleicht habe ich auch Glück. Aber es ist nicht sehr motivierend. Es ist ganz schön windig, es ist kalt, es ist bewölkt. Ich habe nicht mehr so viel Hoffnung, dass das heute noch was wird. Also wenn ich einen super hohen Exit finde, dann kann ich auch bei Wind springen. Aber ja, momentan habe ich wenig Hoffnung. Aber ich mache mal weiter, weil dann, jetzt bin ich schon hier, jetzt kann ich es wenigstens auschecken. Aber es ist nicht motivierend, es ist einfach nur sau anstrengend. Ich bin jetzt so auf 2400 Meter, also 1800 Meter habe ich. Bin jetzt wahrscheinlich so, wenn nicht 3,5, 4 Stunden unterwegs. Oh ja, und die Sicht von dahin, wo das Wetter herkommt, sieht nicht so gut aus, finde ich. Es ist 8:45, also knapp 5 Stunden habe ich hochgebraucht jetzt zur Mittelspitze. Ich habe noch nicht geschaut, ob da ein Exit ist. Ich habe mir gedacht, ich sage jetzt noch das Dilemma, das bei mir vorgeht. Jetzt habe ich natürlich sau viel Arbeit schon investiert und es war auch echt anstrengend. Und
Und ich denke mir jetzt, da wieder runter zu müssen, wäre einfach übertrieben quälend. Vor allem auch, wenn es noch regnen sollte und das nass wird, da oben die Steine. Das wäre grausam. Und dann ist eben immer die Herausforderung, dass wenn jetzt hier kein Exit ist, dass ich dann natürlich trotzdem sage, okay, hilft nichts, ich gehe wieder runter und nicht irgendwas probieren. So nach dem Motto, ja, es könnte ja klappen. Genauso mit dem Wind. Also jetzt ist tatsächlich nicht so viel Wind, dass ich sage, es geht gar nicht, aber das kann man sich dann eben auch schönreden, weil man sagt, man will nicht mehr runtergehen. Naja, aber schön ist schon. Oh, jetzt kommt sogar Sonne. Oh. Boah, war das anstrengend. Man sieht schon, ich bin entspannter. Ich traue der Sache noch nicht ganz, aber ich glaube, ich habe einen Exit gefunden. Das ging erstaunlich schnell. Jetzt laser ich mal aus. Ich bin guter Dinge. So, ja, jetzt habe ich ihn gelasert und es ist knapp. Jetzt stehe ich schon vor diesem Dilemma. Bei guten Bedingungen und wenn man frisch ist, sage ich mal, kann man das wahrscheinlich schon springen. Und jetzt sollte ich es wahrscheinlich nicht springen. Jetzt habe ich noch einen Exit da drüben, den ich anschauen werde, wo ich hoffentlich hinkomme. Und wenn der auch nichts ist, dann treffe ich hoffentlich die richtige Entscheidung. Jetzt sind wir soweit. Der andere Exit ist noch niedriger. Ja, und jetzt stehe ich da. Muss mir überlegen, was ich mache. Also der erste Exit sollte eigentlich keine Option sein. Außer aus irgendeinem Grund ändert sich da noch irgendwas. Jetzt könnte ich noch schauen, ob ich woanders was finde. Oder einfach aufgeben und zurückgehen. Die Odyssee ist noch nicht vorbei. Ich habe nochmal überlegt, bei dem ersten Exit, den kann man wahrscheinlich schon springen. Aber auf jeden Fall macht es Sinn, dann bei guten Bedingungen da zu sein. Und das ist jetzt auf jeden Fall nicht der Fall. Also habe ich mich endlich dazu entschlossen, den sein zu lassen. Das heißt, ich mache mich auf den Rückweg und mit etwas Glück finde ich da hinten noch einen Exit. Da kann ich dann nicht zum Königssee fliegen, aber wenigstens einen Teil vom Rückweg mir ersparen. Also mal schauen, hoffentlich hält das Wetter bis dahin und hoffentlich werde ich fündig. Mal wieder am Hocheck und ich hoffe, dass ich da drüben was finde. Das würde den Abstieg schon sehr vereinfachen. Ja, die Wolken hängen inzwischen auch gut drin. Naja. Die Odyssee ist weitergegangen. Ich habe einen Exit gefunden. Aber noch während dem Lasern sind die Wolken reingezogen. Das heißt, man sieht nicht mehr viel davon. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob die nochmal abhauen. Oder ob ich jetzt zwar einen Exit habe, aber trotzdem runtergehen darf. Es ist kurz nach 11:30. Ich habe mein ganzes Zeug verstaut. Ich bin so gesehen ziemlich sprungbereit. Die Wolken sind gerade auch wieder weg. Ich hoffe, die kommen. Also ich hoffe, ich schaffe es in dem Fenster runter zu springen. So, jetzt runter. Ja. Ich wünsche mir einen guten Sprung. So, nächstes Wolkenloch bahnt sich an. Los geht's.
Das sieht krass aus da oben. Ja, schön, dass ich da noch rausgekommen bin. Aber eigentlich erfreulich schöner Flug auch. Ich habe nicht gedacht, dass ich da so ein bisschen am Gelände überhaupt entlang fliegen kann. Herrlich. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich zurück zu meinem Bus komme. Das wird nochmal ein kleiner Hatscher. Kaum zu glauben. Nach ziemlich genauen 9 Stunden bin ich wieder zurück. Down in peace.